Die Sonne stand schon tief am Himmel, als Max, Lena und Tom den dunklen Eingang des verlassenen Tunnels entdeckten. Ein leises Wimmern, das aus dem Inneren drang, zog sie magisch an. Es war ein klägliches Geräusch, ein Hilferuf, den sie nicht ignorieren konnten. »Hört ihr das?« flüsterte Max, seine Augen auf den dunklen Schlund gerichtet. »Da ist ein Hund drinnen.« Lena nickte, ihre Stirn runzelte sich besorgt. »Das klingt nach einem Welpen. Er ist ganz allein.« Tom, der mutigste der drei, zögerte nicht. »Wir müssen ihn rausholen.« Ohne weitere Diskussionen schlüpften die Teenager in den Tunnel. Das enge, feuchte Loch roch muffig nach Erde und Verwesung. Der schmale Gang war kaum hoch genug, um aufrecht zu gehen. Sie mussten sich bücken und tasten, die Taschenlampe in der Hand spendete nur spärliches Licht. Das Wimmern wurde lauter, je tiefer sie vordrangen. Plötzlich stieß Max gegen etwas Hartes und fiel hin. »Mist«, fluchte er. »Was ist denn das?« »Eine alte Leitung, sieht aus wie Gas«, sagte Lena, die ebenfalls zu Boden gegangen war. »Wir müssen vorsichtig sein.« Tom half ihnen hoch, ihre Taschenlampe leuchtete nun auf ein kleines Loch in der Wand. Dort, im Dunkeln, kauerten zwei kleine, ängstliche Augen. »Der Welpe, er ist so klein«, rief Lena. »Wie ist er denn nur da reingekommen?« Tom versuchte, den Welpen durch das Loch zu locken. »Komm schon, Kleiner, wir helfen dir.« Doch der Welpe zögerte, er war offensichtlich verängstigt und hatte Angst vor dem dunklen Tunnel. Max und Lena versuchten, ihn zu beruhigen, doch ohne Erfolg. »Wir müssen ihn raus hier holen«, sagte Tom und kniete sich vor das Loch. »Aber wie?« Max hatte eine Idee. »Wir müssen ihn durch ein Loch im Boden nach oben bringen. Es gibt hier bestimmt noch einen Ausgang.« Sie suchten weiter und fanden tatsächlich ein kleines Loch, das nach oben führte. Doch es war viel zu eng, um den Welpen hindurchzuziehen. Schließlich griffen sie zu einem Trick. Max und Lena hielten eine Plane auf, während Tom vorsichtig den Welpen aus seinem Versteck holte und durch das Loch in die Plane schlüpfte. Der Welpe war leicht und klein, doch der Weg nach oben war lang und beschwerlich. Die drei Teenager mussten sich abwechseln, die Plane zu halten und dabei immer darauf achten, nicht zu laut zu sein. Sie waren schließlich illegal im Tunnel, und wenn sie entdeckt würden, könnte es für sie Ärger geben. Als sie endlich den Tunnel verlassen hatten, war es schon dunkel geworden. Der Welpe schüttelte sich, seine kleinen Beine waren schwach. Sie konnten nicht glauben, dass sie ihn tatsächlich gerettet hatten. »Na ja«, sagte Lena, »das war ein Abenteuer.« Max nickte, »und wir sind jetzt echte Helden.« Doch das Abenteuer war noch nicht ganz vorbei. In den nächsten Tagen spürten Max, Lena und Tom plötzlich Übelkeit und Schwäche. Sie mussten ins Krankenhaus und erfuhren, dass sie eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hatten. Durch das alte Gas im Tunnel waren sie krank geworden. Für ein paar Tage mussten sie im Bett liegen und sich erholen. Aber sie hatten es überlebt, und sie hatten das kleine, dankbare Welpenleben gerettet. Es war ein kleiner Preis für das große Abenteuer, das sie im Tunnel erlebt hatten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.